Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf TaxGG TV. Ihr wollt es euch bei Icarus leichter machen, da können euch vermutlich die folgenden Tipps weiterhelfen. Und wir starten mit Tipp Nummer 1. Bei bevorstehender Gefahr bzw. bei bevorstehenden Kämpfen hilft es fast immer, sich einen Highground zu suchen. Da dies aber meist in erforderlichen Situationen nicht der Fall ist, gibt es einen simplen Trick. Bei bevorstehender Gefahr, beispielsweise beim Aufstellen eines Scanners oder in einer Area, wo sich ein Boss aufhält, baut man auf die Schnelle einen Turm oder ein mehrstöckiges Gebäude. So haben wir die Möglichkeit, die Wildtiere über die verschiedenen Ebenen zu kiten. Einige Tiere werden vermutlich am Gebäude auch stacken, so sind sie leichtes Kanonenfutter für uns. Nur bei Sandwürmern funktioniert diese Taktik nicht so gut. Tipp Nummer 2. Abgesehen von kleinen Hütten zwischendurch bauen mein Spielpartner Larimba und ich keine großen Häuser mehr. Am Anfang einer Mission looten wir zahlreiche Höhlen, suchen uns die größte davon aus und errichten darin unsere Base. Mit der Höhle als Behausung müssen wir uns nicht mehr um Materialien für den Hausbau oder gar um lästige Instandhaltungsarbeiten kümmern. Unsere Schlafsäcke sind dauerhaft vor der Witterung geschützt und als Spawnpunkt aktiv. Mittlere oder große Höhlen reichen locker aus, um das komplette Equipment unterzubringen. Wir craften darin zum Missionsbeginn unsere ganzen Items, welche wir benötigen. Wenn wir Zeit finden, bauen wir uns zusätzlich noch einen Luftentfeuchter. Der Luftentfeuchter sorgt in Höhlen dafür, dass wir keine Lungenentzündung bekommen und der weiterentwickelte Luftbefeuchter gar, dass es auch keine Höhlenwürmer mehr gibt. Alternativ gibt es natürlich auch Höhlen ohne Höhlenwürmer und ohne Infektionsgefahr. Zum Thema nervige Dunkelheit in Höhlen schaut das Video bis zu Ende. Tipp Nummer 3. Solltet ihr längere Zeit im Terrain unterwegs sein und weit weg von eurer Base, so empfehle ich, dass ihr mindestens eine Zweit- oder gar Drittwaffe dabei habt. Wenn euch unterwegs weit weg von der Base die Waffe kaputt geht, müsst ihr mitunter viel Zeit investieren und euer Vorhaben abbrechen, um eure Waffe zu reparieren. Solltet ihr mit Feuerwaffen, welche Patronen benötigen, unterwegs sein, so solltet ihr einen Bogen als Zweitwaffe immer dabei haben. Die benötigten Pfeile könnt ihr unterwegs nachcraften. Tipp Nummer 4. Apropos Bogen. Viele Spieler wissen anscheinend gar nicht, dass man den Pfeil aus dem Bogen, sobald er einmal gespannt ist, auch wieder entspannen kann. Ich sehe dann häufig, dass die Leute den Pfeil vor sich in den Boden schießen. Dies ist in 99% aller Situationen aber gar nicht erforderlich. Solange ihr vorwärts laufen könnt, könnt ihr den Bogen auch wieder entspannen. Dazu drückt ihr einfach, sobald der Bogen gespannt ist, die Vorwärtstaste und sprinten. In diesem Moment entspannt sich der Bogen und ihr könnt euer Vorhaben fortsetzen. Tipp Nummer 5. Solltet ihr zum März spielen, wird euch folgende Situation bekannt vorkommen. Ein oder mehrere Spieler befinden sich zum Einbruch der Nacht in der Base an ihren Schlafsäcken. Die anderen Spieler geistern draußen herum, während die Nacht einbricht. Dass dies mehr als unangenehm werden kann, wissen wohl die meisten. Die Nacht kann nicht geskippt werden, da sich nicht alle Spieler an einem Schlafplatz befinden. Durch einen ganz simplen Trick ist dies aber zu umgehen. Alle Spieler, die im Terrain unterwegs sind, loggen sich aus bzw. gehen zur Charakterauswahl zurück. Die noch im Game befindlichen Spieler, welche sich an einem Schlafplatz befinden, können sich nun schlafen legen und die Nacht skippen. Die ausgeloggten Spieler müssen sich jetzt nur noch einloggen und die Nacht ist vorüber. Dies kann gerade in Situationen, sollte man kurz vor der Nacht den Löffel abgegeben haben und nackt lost im Terrain unterwegs sein, ein sehr wertvoller und mächtiger Tipp sein. Ihr solltet natürlich vorher klären, wer der Host ist. Der Host sollte selbstverständlich nicht einfach ausloggen. Sollte der Host der betroffene Spieler sein, können sie natürlich alle kurz ausloggen und den Host tauschen. Dies geht unter Umständen aber immer noch schneller, als in der Ist-Situation zu verweilen. Aber achtet darauf, dass nichts am Boden liegen bleibt, was despawnen könnte, sobald das Spiel geschlossen wird. Tipp Nummer 6. Solltet ihr gezielt auf die Jagd gehen oder es eure Mission erfordern, dass ihr längere Zeit im Terrain unterwegs seid, dann solltet ihr mindestens 2 gute Häutemesser dabei haben. Eine erforderliche Reparatur ist unterwegs immer nur schwierig zu realisieren und kostet Zeit. Muss ich hunderte Tiere jagen und loote von jedem obendrein noch das Gerippe, halten die Messer nicht lange durch. Beim Abbau von Gerippen empfiehlt es sich daher alternativ die Spitzhacke oder die Axt einzusetzen und das Häutemesser zu schonen. Tipp Nummer 7. Eine Kiste im Inventar gehört quasi zur Grundausstattung für mich, wenn ich im Terrain unterwegs bin. Da wir eigentlich in jeder Mission, wo wir kein Radar tragen müssen, sofort Rucksäcke herstellen, stellt dies im Inventar kein Platzproblem dar. Aber wofür brauche ich jetzt die Kiste? Im weiteren Verlauf des Videos werdet ihr erfahren, in welchen Situationen die Kiste sehr hilfreich sein kann. Komme ich gleich zum ersten Fallbeispiel. Am Anfang einer Mission bin ich auf Ressourcensuche. Das heißt, ich versuche Höhlen zu finden und zu looten. Wenn ihr eine Höhle gefunden habt und jetzt in dieser Höhle das
das Erz abbaut, stoßt ihr häufig an eure Kapazitätsgrenzen. Solltet ihr jetzt auf die Idee kommen, das Erz nach und nach von der Höhle zur Basis zu transportieren und wieder zurückzulaufen, dann ist dies eine grobe Zeitverschwendung. Die Höhlenwürmer werden regelmäßig spawnen und die Lungenentzündung sich regelmäßig refreshen. Wenn ich jetzt aber das Erz aus dem Inventar auf den Boden lege und diese in der Höhle zurücklasse, um sie später abzuholen, wird dies bis dahin despawned sein. Wenn ich aber eine Kiste am Eingang im Schutz der Höhle platziere und meine ganzen Sachen dort reinwerfe, so ist die Kiste durch die Eigenschaften der Höhle vor Witterung geschützt. Ich kann also in einem Zug die ganze Höhle abbauen und in der Kiste unterbringen. Die Erze kann ich dann von dort aus gemütlich zur Base schaffen. Tipp Nummer 8. Zum Thema Steuerung kommt hier ein zeitsparender Tipp. Ich sehe sehr häufig, dass Stacks mitunter kompliziert geteilt werden. Dann wird er mit der rechten Maustaste auf den Stack geklickt und auf dem Stack teilen gedrückt und das wieder und wieder und wieder. Viel zu kompliziert. Wenn ihr Shift gedrückt haltet und die Sachen einfach vom Stapel zieht, wird der Stapel automatisch geteilt. So könnt ihr den Stapel blitzschnell teilen, bis die gewünschte Menge erreicht ist. Tipp Nummer 9. Solltet ihr auf XP-Grind spielen oder die Mission es erfordern, dass ihr längere Zeit im Terrain unterwegs seid, so empfiehlt es sich, unterwegs einen neuen Spawnpunkt zu setzen. Dafür empfehle ich aber keine Hütte zu bauen, da diese durch Witterungseinflüsse zerstört werden könnte. Denn ist das Dach eines Gebäudes zerstört, so ist der Schlafsack auch nicht mehr aktiv. Ich habe einige Situationen erlebt, in denen das nach einem Unwetter so war. In dem Moment war der benötigte Spawnpunkt nicht mehr aktiv und das Ganze sehr ärgerlich. Es gibt aber eine saubere und sehr schnelle Lösung für dieses Problem. Sucht euch unterwegs eine kleine Höhle und setzt diese als neuen Spawnpunkt. Um unterwegs erfolgreich eine Höhle zu besetzen, benötigt ihr aber im Vorfeld ein paar Sachen in eurem Inventar. Ich empfehle euch hierfür einen Schlafsack, ein Lagerfeuer und eine Kiste. Im Prinzip würde der Schlafsack zwar ausreichen, aber lasst mich mein Vorgehen genauer erklären. Als erstes findet eine Höhle, tötet die blauen Höhlenwürmer und platziert euren Schlafsack so weit wie möglich vorne am Eingang der Höhle. Der Schlafsack darf aber kein Witterung ausgesetzt sein, sondern muss im Schutz der Höhle liegen. Neben dem Schlafsack platziert ihr eine Kiste und ein Lagerfeuer. Die Kiste sollte nach Möglichkeit den äußeren Punkt zum Höhleneingang bilden. In dieser Kiste platziert ihr jetzt die einfachste Grundausstattung. Einen Bogen, Pfeile, Essen, Wasser und ein bisschen Oxid. Optional dazu könnt ihr noch ein Tunikum gegen Lungenentzündung, eine Spitzhacke, Axt und ein Häutemesser packen. Sollten wir den Spawnpunkt jetzt in Anspruch nehmen müssen, rechnet damit, dass die blauen Höhlenwürmer gespawnt sind. Lootet also blitzschnell die Kiste und rennt aus der Höhle. Out of range von den Höhlenwürmern versorgt ihr euch. Ihr legt eure Waffen an, tötet die Höhlenwürmer in der Höhle, aktiviert den Spawnpunkt erneut und es kann weitergehen zu eurem Kadaver. Vergesst nicht, den Schlafsack in der Höhle erneut als Spawnpunkt anzuklicken, bevor ihr euch wieder auf die Jagd begebt. Das Ganze klingt jetzt komplizierter, als es in Wirklichkeit ist. Im Spiel dauert der ganze Vorgang keine 5 Minuten und gibt euch enorme Sicherheit. Tipp Nummer 10. Ihr solltet euch stets vor Augen halten, dass das Missionsende auch das Ende eures Charakters einleiten kann. Solltet ihr vor Zeitablauf der Mission den Planeten nicht verlassen haben, so stirbt euer Charakter bzw. wird der Charakter gelöscht. Es empfiehlt sich also, vor Missionsende den Planeten verlassen zu haben und zur Raumstation zurückzukehren. Tipp Nummer 11. Und hier kommt zum Thema Steuerung der zweite Tipp. Wenn ihr mehrere Stacks des gleichen Typs im Inventar habt und wollt diese verschieben, dann könnt ihr diese mit der Steuerungstaste einzeln anklicken und rüber transferieren. Wenn ihr aber jetzt zusätzlich zur Steuerungstaste die Shift-Taste gedrückt haltet, werden alle Stacks des gleichen Typs transferiert. Das spart gerade beim Umräumen noch einmal einiges an Zeit. Tipp Nummer 12. Im gesamten Spiel, aber besonders bei Höhlen, hat man ein großes Problem, im Dunkeln etwas zu sehen. Es folgen von mir 3 Tipps, wie ihr dies umgehen oder verbessern könnt. Ihr habt stets die Möglichkeit, eure brennende Fackel oder Laterne zu droppen. Damit liegt sie am Boden, brennt weiter und spendet euch weiterhin Licht. Wenn ihr das mit 3-4 Fackeln tut, habt ihr erst einmal ausreichend Licht, um in einer Höhle etwas zu sehen. Die für mich schlechtere Möglichkeit, aber machbare, ist es, brennende Pfeile herzustellen. Mit einem brennenden Pfeil im Bogen könnt ihr die Umgebung zwar ebenfalls leicht ausleuchten, die Lichtausbeute ist aber relativ gering. Ihr habt euren Bogen dafür aber stets im Anschlag. Und als dritte Option gibt es die Möglichkeit der grafischen Einstellung. Damit sieht das Spiel zwar schlechter aus, aber es funktioniert sehr gut. Wenn ihr in den Display-Einstellungen auf die Option Shadow geht, also Schatten, dann habt ihr die Möglichkeit, diesen auf Low zu setzen. Dies erfordert zwar einen Neustart, die Höhle ist jetzt aber nicht mehr so dunkel, sondern relativ hell. Dies kann euch am Anfang der Mission beim Abbau von Erzen extrem weiterhelfen und dadurch die Startzeit der Mission verkürzen. Die Display-Einstellungen könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt wieder umstellen. Tipp Nummer 13. Solltet ihr solo oder in einer kleinen Gruppe unterwegs sein und es kommt zu einem Unfall am Gebäude durch Feuer,
sei es durch einen Blitzschlag oder andere Umstände und gerade kein Feuerfächer zur Hand sein, lohnt es sich, sobald der Brand außer Kontrolle geraten ist, schlicht und ergreifend auszuloggen. Wenn der Host das Game beendet hat, endet in der Regel auch der Brand. Diesen Bug könnt ihr so lange nutzen, bis dieser gepatcht wird. Tipp Nummer 14. Beim nächsten Tipp dreht sich alles um Bären. Solltet ihr einen Bären adden und dieser kommt auf euch zugerannt, so könnt ihr kurz bevor er bei euch eintrifft, durch einen Sidestep ausweichen. Wenn er dann an euch vorbeigerannt ist, sich umdreht und euch erneut anstürmt, könnt ihr ihm wieder ausweichen. Sollte der Bär aber von euch oder von einem Gegenstand gestoppt werden, wird er keinen Ansturm mehr vornehmen und euch einfach die Pranke zeigen. Ich hoffe stark, ich konnte euch mit meinen Tipps ein wenig weiterhelfen und vielen Dank fürs Zuschauen. Was jetzt noch folgt, wissen bestimmt alle. Lasst mir noch ein Abo da und bis bald, euer Tax.